Ihr wollt in wenigen Minuten solche weichen Farbverläufe oder solche Farbverläufe oder auch solche Farbverläufe auf Figuren oder Gelände erzeugen? Und zwar ganz ohne Airbrush? Dann sind die folgenden Minuten genau für euch und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor kurzem hatte ich euch ja gezeigt, wie man kleine Modelle relativ schnell und einfach bemalen kann. Hierbei nutzte ich unter anderem einen Schmink- bzw. Make-up-Schwamm, worauf mich einige Fragen erreichten. Daher fasse ich in diesem Video nochmal alles Wissenswerte zu diesem super günstigen Tool zusammen und zeige direkt 3 Bemalbeispiele. Los geht's! Make-up-Schwämme gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel als Keile oder als Eier mit einer dezenten Spitze. Doch ganz egal, welche Form ihr wählt, ein Make-up-Schwamm ist letztlich nur besonders feinporiger Schaumstoff. Wie das Ergebnis beim Tupfen aussieht, zeige ich euch nun im Vergleich zu handelsüblichem Schaumstoff, wie man ihn beispielsweise als Verpackungsmaterial kennt. Nimmt man mit normalem Schaumstoff etwas Farbe auf und tupft dann auf einen Untergrund, erkennt man deutlich die Struktur des Schaumstoffs. Macht man dasselbe mit einem Make-up-Schwamm, ist das Tupfbild deutlich feiner. Allerdings können auch hier unschöne Ränder entstehen, sobald man länger auf derselben Stelle herumtupft. Dann ist nämlich die Farbe auf dem Untergrund bereits getrocknet und ein weiches Verblenden mit der noch flüssigen Farbe im Schwamm ist kaum noch möglich. Deshalb sollte ein Make-up-Schwamm vor dem Tupfeinsatz immer angefeuchtet werden. Das verdünnt zum einen die Farbe und verlängert gleichzeitig deren Trocknungszeit. Drückt dafür den Schwamm einfach in Wasser und wringt ihn aus, um ihn anschließend eventuell noch mit einem Küchentuch abzutrocknen. Der Schwamm sollte also wirklich nur noch leicht feucht und nicht mehr nass sein. Mit solch einem Schwamm lässt sich Farbe nun deutlich gleichmäßiger aufbringen und weich mit dem Untergrund oder anderen Farben verblenden. Wichtig ist nur, dass ihr stets nur ein klein wenig Farbe aufnehmt und diese zunächst durch kurzes Tupfen auf der Palette im Schwamm verteilt. Die Farbmenge und Tupfdauer habt ihr schon nach ein paar Durchgängen schnell im Gefühl. Klar, auch normaler Schaumstoff lässt sich anfeuchten, aber das Tupfergebnis ist nach wie vor relativ grob. Und wie kann man nun mit einem vergleichsweise großen Make-up-Schwamm auf einer kleinen Miniatur weiche Farbverläufe erzeugen? Ganz einfach. Schnappt euch am besten einen Make-up-Schwamm in Eiform. Die haben nämlich solche praktischen Spitzen. Feuchtet den Schwamm wie eben beschrieben an, schnappt euch ein zum Beispiel schwarz grundiertes Modell und stellt eure Farben bereit. In meinem Fall sind das ein dunkles Rotbraun für die tiefen Schatten und 3 Blautöne für die eigentlichen Farbschichten. Mit dem dunklen Rotbraun wird nun erstmal die gesamte Miniatur kräftig betupft, um das langweilige Schwarz zu überdecken und einen warmen Untergrund zu erzeugen. Das Rotbraun gelangt beim Tupfen jedoch nicht in die allertiefsten Vertiefungen, die somit schwarz bleiben und später für starken Kontrast sorgen. Wollt ihr die Vertiefungen hingegen auch einfärben, drückt entweder stärker mit dem Schwamm aufs Modell oder feuchtet den Schwamm etwas mehr an. Weiter geht's mit der ersten eigentlichen Grundfarbe. In meinem Fall ist das ein dunkelblau. Tupft damit über alle Flächen, aber nicht mehr ganz so stark wie vorher. Nach einer kurzen Trockenpause kann übrigens eine zweite Schicht auf den erhöhten Stellen oder großen Flächen nicht schaden. Danach geht's mit dem nächst helleren Blauton weiter, wobei ihr nun nur noch aus der Richtung tupft, aus der das Licht aufs Modell fällt. Also von oben und seitlich oben. Die Stellen, die natürlicherweise im Schatten liegen, bekommen somit keine Farbe mehr und bleiben dunkel. Jetzt wird dieses mittlere Blau etwa 1:1 mit dem letzten und hellsten Blauton aufgehellt, um nur noch ganz sachte auf die erhöhten Stellen und Kanten des Modells zu tupfen. Mit dem puren Hellblau und ein paar letzten dezenten Tupfern setzt ihr dann die finalen Highlights. Schon habt ihr nach wenigen Minuten ein Modell mit weichen Farbverläufen und könnt die restlichen Details mit dem Pinsel malen. Und funktioniert das nun genauso auch auf Gelände? Klar, und zwar wirklich ganz genauso oder sogar noch besser. Auf diesen schwarz grundierten Mauern möchte ich unten nämlich verschiedene braune Farben
und oben einige rote Farben auftupfen und weich miteinander verblenden. Dafür stelle ich zunächst alle Farben bereit und sortiere sie nach Helligkeit. Los geht's dann mit den beiden dunklen Farbtönen, dann mit den zwei nächst helleren, um danach mit den beiden hellsten Farbtönen weiterzumachen. Auch hier ist wieder wichtig, immer vorsichtiger und dezenter zu tupfen, je heller die Farbe wird. Für die finalen Highlights werden die beiden hellsten Farben dann etwa 1:1 mit Weiß oder Hellgrau aufgehellt, um nur noch ganz vorsichtig auf einige Kanten und ausgewählte Stellen zu tupfen. Und damit diese blau betupfte Plattform gleich mit den rötlichen Mauern verschmilzt, genügen am Rand bereits ein paar dezente Rottupfer. Denn die getupften Rotschichten sind ja so dünn, dass Blendings problemlos gelingen. Bleibt nur noch die Frage, ob man seine Modelle zwingend schwarz grundieren muss. Nein, natürlich nicht. Hier habe ich ein Geländestück von Star Wars Shatterpoint zum Beispiel nur auf der Oberseite schwarz grundiert, den Rest habe ich mit einem Khaki bzw. Lehmton grundiert. Solch eine Grundierung bzw. Grundfarbe sorgt dann zwar nicht mehr für so einen starken Kontrast wie schwarz, aber manchmal möchte man das ja auch gar nicht, vor allem nicht auf staubigen Wüstenplaneten in einer weit entfernten Galaxis. Wer übrigens mit vielen verschiedenen Farben tupft, sollte seinen Schminkschwamm zwischendurch immer mal wieder auswaschen, um die vorherige Farbe zu entfernen. Auch erneutes Anfeuchten kann nötig sein, wenn ihr merkt, dass die aufgetupfte Farbe eher fleckig austrocknet. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Überblick bzw. Einstieg ins Tupfen mit Make-up-Schwämmen inspiriert, um nun selbst direkt loszulegen. Make-up-Schwämme zum Tupfen bekommt ihr beispielsweise in Drogerien, Euroshops oder auch in ausgewählten Hobbygeschäften. Die Farbe des Schwamms spielt übrigens keine Rolle, zumal die Schwämme mit der Zeit natürlich auch verschleißen. Vor allem, wenn eure Modelle viele spitze Kanten haben. Ansonsten genügt nach dem Gebrauch kräftiges Auswaschen mit Wasser und etwas Seife. Viel Spaß euch nun beim Tupfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!